lass das Träumen endlich an zu Haus. Dum, da, dum, da, dum, da, Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Deine Heimat ist das Meer. Deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang. Teppe und Schweden mal wieder auf hoher See, diesmal auf der Überfahrt von Emden nach Borkum. Und da wollen wir auf Niederwild jagen. Borkum ist ein absolutes Niederwildparadies. Wir jagen dort aber nicht einfach nur so zum Spaß, sondern es hat auch noch einen Grund, und zwar der Küstenschutz. Die Kaninchen dort durchhöhlen die Deiche und das ist natürlich eine Gefahr für die Inselbevölkerung. Wir freuen uns sehr auf dieses spannende Abenteuer und freuen uns natürlich umso mehr, dass ihr dabei seid. Gesellen, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer zweiten Treibjagd. Nordhop, Banche-Dünen und zurück durch den Coronel zur Streckenfreigabe. Kaninchen, Gänse, Enten, Tauben, Schnepfen, Krähen, Elstern, Silbermöwe und natürlich, wenn sie draußen im Revier sind, Katzinkel. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt geht's gleich los. Tatsächlich bin ich ein bisschen aufgeregt, Mischung aus Jagdfieber und natürlich, weil das was ganz Besonderes hier jagen zu dürfen mit den Insulanern. Wir sehen hier schon, ohne dass wir angefangen haben, ganz viel jagbares Wild. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt, was der Tag so bringt und wie der Wind pfeift. Vielleicht bleibt es ja trocken, ich glaube es aber nicht. Also hier kann jetzt gleich alles passieren, was so ein Jagdtag eigentlich bieten kann. Und wir sind einfach gespannt und freuen uns auf alles, was da jetzt gleich kommt. Bene, schmeiß die Kippe weg. Ja. Da kommen gleich Gänse. Wichtig ist, dass alle Jäger immer in einer Linie gehen, zusammen auch mit den Treibern und den Hunden, dass dann die Hunde nicht 200 Meter vor uns jagen, sondern die sollen uns ja das Wild zutreiben. Und deshalb ist immer wichtig, dass wir hier darauf achten, in einer Reihe zu bleiben. Da gab es ja auch eben eine ganz klare Ansage. Bene, wir können auch so langsam. Ja, das sind die falschen. Bene, du kannst auch mit dem Hund da mal da vorne hin. In den Busch rein oder was? Da in den Streifen, da kannst du ihn reinschicken. Da stecken immer gerne Karnickel. Mine, da suchen, geh mal da rein. Hier bleiben, hier. Hier hin. Zurück! Hier, geh noch mal rein. Mine, hier, da rein. Hier hin. Mine! Pfui. Hier hin. Mini, hier hin. Anleihen. Anleinen. So ist fein. Ja, unser Nachbarjäger Wilke Specht, ein Insulaner, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Herzensguter Mensch, ganz passionierter, leidenschaftlicher und vor allem weitgerechter Jäger, über den wir hier an diese Jagdmöglichkeit jetzt gekommen sind. Da passt einfach alles zusammen und vor allem auch im gesellschaftlichen Teil, der nachher ja auch noch kommt. Ja, jetzt haben wir hier gerade eine ganze Ecke Enten und Gänse in der Luft. Die sind natürlich jetzt durch die Hunde und die Treiber alle hochgescheucht. Und da können wir immer hoffen, dass eventuell noch mal ein paar hier in unsere Reichweite kommen. Mine,
da mal rein. Hier. Hier, Mini, bleib hier. So bist du fein. Hier bleiben. Jetzt geht mir vielleicht auf den Zeiger meine Pulsuhr. Sagt die ganze Zeit, Schweden, du strengst dich zu sehr an. Das geht mir vielleicht auf den Keks. Natürlich sind wir in einer absoluten Nebensaison auf der Insel. Aber trotzdem muss man hier natürlich absolut vorsichtig sein, was die Radwege und die Wanderwege betrifft. Also es gibt ganz oft, ich bin ja nur schon 1-2 Mal hier gewesen, ganz oft Situationen, dass das Wild perfekt kommt, auf Schussentfernung kommt und du dann aber nicht schießen kannst, weil es eben für Passanten oder Spaziergänger, das ist eigentlich auch das Gleiche, eben zu gefährlich sein könnte. Und man lässt 10-mal lieber den Finger gerade, als da irgendwie eine gefährliche Situation entstehen zu lassen. Aber man muss auch sagen, die Bevölkerung, also die Borkumer, die sind da sehr, sehr angetan, was die Jägerinnen und Jäger hier machen auf der Insel. Also da gibt es keine Probleme mit denen. Das ist ganz schön. Ente, Ente. Kommt bei dir. Mini, guck mal da, geh da Ja, mal. vorsichtig gucken, ob da was drauf ist. Geh mal rein. Da, voran. Voran. Schieß! Ja, die hat einen mitgekriegt. Jawohl. Ja, fein, Apport. Apport. Fein. Ja, fein. Apport. Apport. Komm her. Apport. Fein. Ich wollte uns sagen. Fein. Und sitzen. Aus. Aus. Fein. Kannst du mal. Weit mal sein. Wollt Dank, wollt Zeit, lieber Wilke. Mine fein gemacht. Komm hier. Hier hin. Sitzen. Fein gemacht. Natürlich super, also kein Paradebeispiel. Das ist jetzt aber nicht tief, das Gewässer. Wenn der Hund im bewachsenen Gewässer nachsucht, muss natürlich Weste und Halsung ab, damit es nicht irgendwo hängen bleibt. So. Elegant, wie eine Gazelle. Ja. Komm rüber, Herr Schweden. Hast du das gesehen? Ja, der Hund kann das. Also man muss tatsächlich, muss ich gerade ein bisschen strenger zu meinem Hund sein. Ist aber auch ihre erste große Yacht, das muss man dazu sagen. Die ist natürlich mega aufgeregt und jetzt gerade zu Anfang wollen die natürlich arbeiten und wenn sie dann die ganze Zeit am Strick sein muss, muss man sich ein bisschen anranzen. Hört sich brutaler an, als es tatsächlich ist. Sitz. Jawohl. Wilke, erzähl mal, was ist das Besondere hier auf Borkum zu jagen? Auf Borkum, das ist schon ein Privileg, hier jagen zu dürfen. Auf so einer Insel im Nationalpark Wattenmeer. Aber stellt dann auch vor große Herausforderungen. Die Zügel werden immer fester genommen. Es ist ja genug Wild da, aber man muss es auch bejagen dürfen. Und das ist immer ein Problem, manchmal mit dem Nationalpark. Ja. Also von den Auflagen her, die dann... Genau, die Auflagen werden immer höher und Bleischrot, jetzt nur noch bleifrei. Das ist nicht unbedingt immer zugunsten des Wildes. Also die beiden Enten, die wir jetzt geschossen haben, das brauchen beide 2 Schüsse, ne? Richtig, das könnte es natürlich auch am Schützen gelegen haben. Nee, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, Wilke. Und es macht natürlich auch riesig viel Spaß, mit den Hunden hier arbeiten zu können. Ja, Man hat es ja gerade auch wieder gesehen, ohne die Hunde hätten wir die Enten noch nicht gekriegt. nee, absolut, ja. Also die Arbeit hinter der Ente ist wichtig für den Hund. Auf jeden Fall. Auch ein großer Bestandteil der Prüfung. Ja. Das muss es auch bleiben. Ja, da weiß man auch, warum man dann die Prüfung macht. Ne? Also So ist warum es. die Prüfungsordnung auch so ist, finde ich. Dass sie nicht aufgeben und die Ente auf jeden Fall haben wollen. Mine zittert wie ein Lämmerstern. Ich glaube nicht, weil ihr kalt ist, sondern eher weil Die wollen los. Aufregung. Ja. Bernd, hast du alles im Griff? Alles da, wo es hin sie gehört. Ja, strammer Erpel, du. Der hat auch 2 Gaben gebraucht. Mensch, filmt doch nicht, wie ich pinkel.
Jetzt gehen wir in breiter Front über die sogenannte Außenweide hier rüber bis hinten zum großen Seedeich. Und da machen wir einen Kessel und eine kleine Pause zur Stärkung der Hunde und der Treiber und Jäger. Machen wir gleich mal ein Päuschen. Aber da vorne, das sind noch 2 Kilometer. Auch wohl mehr. Ja? Wir haben ja schon 6 jetzt gelaufen. Ja. Und es geht Also dann ich da mit meinen hinten, hinter kurzen den Beinen. Häusern, durch die sogenannten Banche-Dünen geht es nachher wieder zurück. Und da ist richtig Dünenlandschaft dann, ne? Ja, so Wald, ne? Ja. Wald, Düne. Also wir versuchen natürlich immer, euch alles zu bieten. Von Düne über Wasser zu Wald. Wir geben unser Bestes. Das macht ihr ganz hervorragend. So, das sind jetzt wieder Weißwangen oder Nonnengänse. Was ist das? Das ist das Gleiche. Ja? Guck an. Das Schwierige ist, die Gänse richtig anzusprechen. Also richtig festzustellen, was das für eine Gänseart ist. Denn man darf ja auch nichts Verkehrtes schießen. Und im Zweifel bleibt der Finger gerade. Leider keine Graugänse. Komm, perfekt. Perfekt wäre die gewesen. Direkt über mir. Und ihr seid ja alle schon ganz gut bestückt. Jedenfalls am Rucksack. Das sind Enten. Siehst du die? Enten? Erpel vorweg. Und der äugt erstmal, ob die Luft rein ist. Aber zur falschen Seite, Junge. Das ist wieder typisch, einen Hund vorlaufen lassen. Genau. Ich weiß, wo der... Da läuft ein Kanickel. Was denn? Da vorne war ein Kanickel. Kanickel kann eigentlich nur nach rechts gehen. Geh ruhig dichter dran, Bene. Ich soll das jetzt machen. Geh dichter ran. Aber ich meine auch, dass ich da vorhin was gesehen habe. Voran! Wen meint ihr jetzt, mich oder den Hund? Hier, aus, Mine ist gut. Er hat ihn. Nee, da ist der Bauch. Ist ja ein wahnsinniges Naturschauspiel, was? Wahnsinn. Ja, ist wirklich toll. Ich meine, die Folgen dafür für die Landwirte ist natürlich scheiße, aber schon beeindruckend. Ja, du siehst ja, dass hier auch alles voll gekotet ist. Und in einigen Bereichen können die dann auch den ersten Schnitt im Frühjahr gar nicht verwerten. Du Wilke, wie ist denn das hier mit Raubwild? Also Haarraubwild gibt es gar keins auf der Insel. Kein Fuchs, kein Waschbär, nix. Kein Dachs, Ja, kein Wiesel, kein gar nichts. gar nichts. Wie kann das? Komm, wir können nicht so weit schwimmen, oder Die was? können nicht schwimmen. Das ist natürlich gut fürs Niederwild, ne? Ja, aber wir haben eine große Flugabwehr. Also das ist schon ein Problem hier. Und was ist mit Katzenverwilderten? Immer wieder ein Problem. Ja, Es werden auch viele gefangen, dann ins Tierheim gebracht, Ja. auch zur Kastration. Es ist ja gar nicht unser Anliegen, unbedingt die Katzen alle zu schießen, ja, sondern wir wollen sie aber natürlich gerne aus der Natur raus haben. ja. Der Nationalpark selbst fängt ja aus diesem Grunde die Igel auf der Insel ein. Weil die Gelege räubern. Ganz genau. Ah ja. Die werden mit ausgebildeten Jagdhunden bei Nacht quasi gesucht und eingesammelt und auf dem Festland wieder ausgewildert. Ach was, Ja. der Wahnsinn. Und auf dem Festland nehmen die keine Gelege aus? Ist dann deren Problem. Schönen Dank auch. Wahnsinn. Ich will nicht den kackenden Hund, das ist eine Lady. Jawohl. Ja, da vorne steht jetzt einer der Hunde, wahrscheinlich ein Kanickel vor. Auch schon seit 5 Minuten kann man ruhig Genau, dazu auch seit sagen. 5 Minuten. Das gibt uns Jägern eben die Zeit, uns fertig zu machen und an das Wild zu kommen. War das?
Also die Hunde, die das kennen, die stehen natürlich jede Witterung vor. Und wenn das Kaninchen da gerade frisch in den Bau reingelaufen ist, dann riecht der Bau natürlich frisch. Und deswegen hat er da so bombenfest vorgestanden. Kannst dem Hund keinen Vorwurf machen, alles richtig gemacht. Hier hin. Wow. Jetzt mach die Stiefel noch zu. Das kann ja jeder. Nee, geil. Hauke, nimm ihn auf die Schulter. Der Ruf wird belogen. Hier, geh du da nicht an den Zaun. Flüssiger gegangen, ein bisschen weniger schnappen. Halt, Hauke, du, ja, bleib mal schön stehen. Was denn? Sehr gut. Ich meine, das kann man heute mal anbringen bei den Pächtern, dass sie mal Flanken legen. Ne? Links jagen die Hunde und unsere sind hier am Strick. Aber das sind verkehrte. Ne, doch nicht. Oh, eine kommt auch. Waren doch richtige. Die waren verdammt hoch, aber dafür ist sie ganz schön tot runtergekommen. Wilke Dammwild habt ihr hier auch auf der Insel, ne? Ja, Das ist mal ausgebüxt aus dem Gatter, oder wie war die? war mal ein Pilotprojekt, was dann aber wieder eingestampft wurde. Aber mittlerweile war dann das Dammwild schon draußen. Und jetzt versuchen wir es mit allen Mitteln zu bejagen, aber Ja. nach einem Abschlussplan. Aber weil auch der Nationalpark und das Umweltministerium sagt, der Dammwild muss hier wieder weg. Ganz genau. Die haben es erst auf die Insel geholt Ja, und haben es dann für nicht tauglich für die Insel. haben dann gesehen. gemerkt, dass das Quatsch war mit dem Dammwild. Ja, so Quatsch. Sie tun ja das, was sie sollen. Die sollen die Verbuschung Ja, minimieren und das machen sie auch. ja. Nur sind es jetzt immer weniger. Also jetzt ist Geländewechsel sozusagen. Genau, jetzt war die Pause Jetzt, und jetzt geht es durch eine andere Landschaft. ja, Dünenlandschaft quasi. Dünen, Wald, Ja. Busch. Warum schießt er nicht? Oh, schwing. Ich hatte gesichert. Da vorne ist er noch wieder. Da fliegt sie wieder. Ja, okay, ich nehme jetzt die Flinte auch mal runter. Das war vorhin Eis. Deibel, darf ja nicht wahr sein. Ja. Falco, aus jetzt. Ast rein vorbeigefenstert, würde ich mal sagen. Da fliegt sie immer noch. Aber Bene, das gehört bei Jagdvideos ja mit dazu, ne? Das wird rausgeschnitten natürlich. Hier bin ich. Die fast aus dem... Hase. Die nimmt er ja. Hier hin. Hier mal Fuß jetzt. Aus. Fein gemacht, mein Junge. Sag mal Zeit. Die Sachen, Hauke, du. Wahnsinn. Ja. Oh, einen feinen dicken Muckel. Kapitaler Rammler. Denkst du? Der Zukunftsrammler. Sprichst du von Hauke? Muss ich auch sagen. Hier ist die Schnepfe. So ist fein. Wieso? Ist nicht so angenehm da unten, Bene, oder? Doch, wunderschön. Falco, komm! Mine, hier! Gleich düster. Kein Bier auf hier. Auch hier wird klar.
So, das ist jetzt natürlich das klassische Bild auf Borkum hier in den Dünen. Mit leichtem Bewuchs. Überall fliegen Schnepfen hoch. Und Hähne haben wir schon ein paar gesehen. Mal gucken, ob wir ein paar gekriegt haben. Großes Streckelegen ist ja hier eher nicht so. Nicht, weil das Brauchtum nicht gepflegt wird, sondern der erste Trupp von heute Mittag ist schon mit der Strecke, die wir bis hierher geschossen haben, erlegt haben, zum Forsthaus, zum Jagdhaus gefahren, um die schon fertig zu machen, weil wir die heute Abend auch dann ersteigern können. Und das ist natürlich super, wenn das schon alles fertig eingeschweißt ist. Mine, guck mal hier. Hier, Schöpfe! Ha. So ist fein, Mädchen. Was, hast du schon wieder Rehe gejagt oder was? Boah, jetzt bin ich aber fertig, ey. Es wird dunkel und deswegen neigt sich die Jagd jetzt auch dem Ende entgegen. Und war ein schöner Jagdtag. Fazit machen wir gleich nochmal zusammen mit Krischi. Das war ein hervorragender Jagdtag heute hier auf Borkum. Mehr geht nicht. Wir haben uns super gefreut, hier sein zu dürfen. Wilke, dürfen wir denn nochmal wiederkommen? Ihr seid herzlich gerne eingeladen zur nächsten Treibjagd. Ihr dürft immer beide wiederkommen. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Horrido. Horrido. Hallo! Die letzten Enten. Einmal vernünftig das Gewicht drinne. Rolf, wer 2 hat, nimmt noch 2 dazu. Guck dir die mal an. Edel. Aber du willst doch mal eine große Entenfete machen. Du willst uns doch mal zum Essen. Was ist? Sind die nichts wert? 10. 10. 2 Mann. Also, dann muss der nächste eben 11 kommen. Dann hat er die. Komm. 11. Nochmal. Na komm, sag doch mal 13 und du hast sie. So weit geht er ja nicht. 13. 13 zum ersten, zweiten Segen damit.